Wir Archäologen stoßen immer wieder auf Befunde, die uns tief betreffen. Und das sind nicht nur Massengräber und Zeugnisse des Krieges gegen Menschen. Nein, das sind auch Dinge wie hier, diese Grube, in der wir mehr als 600 Model fanden, zahlreiche Teller, zahlreiche Kacheln, zahlreiche Scherben. Und diese ganzen Funde zeigen von einer reichen, gut funktionierenden Kachelwerkstatt, etwa für Kachelöfen oder viele andere Produkte. Und diese ganzen Überreste wurden lieblos und achtlos in eine Grube geräumt. Und solche Gruben gibt es in der Stadt Magdeburg immer wieder. Sie treten bei Bauarbeiten und Ähnlichem auf. Der Hintergrund ist ein schreckliches Ereignis, das als Magdeburgisieren für lange Zeit in den europäischen Sprachgebrauch einging, denn nur die Zerstörung Lissabons durch ein Erdbeben und später natürlich Hiroshima und die schrecklichen Folgen der großen Kriege des 20. Jahrhunderts haben einen ähnlichen Schock erzeugt wie die vollständige Zerstörung Magdeburg. Wie war es dazu gekommen? Magdeburg war immer protestantisch, sogar der Dom von Magdeburg war für 20 Jahre geschlossen. In Magdeburg kommt es sogar zu einem Bildersturm und Magdeburg stellt sich auf die Seite der Protestanten im Dreißigjährigen Krieg. Gustav Adolf ist der große Held, der Magdeburg von der immerwährenden Gefährdung durch kaiserliche Truppen, die spätestens seit 1625 besteht, befreien soll. Gustav Adolf landet in Usedom, hat aber selbst schwer zu kämpfen und schafft es nicht nach Magdeburg, schickt aber nach Magdeburg einen seiner Gesandten, Falkenberg, der dann der Stadtkommandant von Magdeburg wird und Magdeburg verteidigt. Tilly, der greise alte Feldherr auf Seite der Kaiserlichen, bietet mehrfach eine Übergabe der Stadt an. Die Bürger lehnen ab, unter Einfluss der Schweden natürlich. Und so kommt es schließlich am 20. Mai 1632 zur Plünderung Magdeburgs. Eine Katastrophe, wie man sie in dieser Zeit nicht kannte, denn Magdeburg wird vollständig zerstört und wie in einem Blutrausch töten die Angreifer 20.000 Einwohner, sodass im nächsten Jahr in Magdeburg nur noch 464 Bewohner zu verzeichnen sind. All diese Gewalt, diese ungeheure Zerstörungswut sieht man in Gruben wie dieser, wo das zerschlagene Inventar sich ansammelt und alles, was man plündern konnte, haben natürlich die Plünderer, die Eroberer, die Sieger mitgenommen, die ja nicht bezahlt wurde, die selbst arme Bauern waren, die selbst arme Soldaten waren, die vom Plündern lebten. Und das führte natürlich dazu, dass mit der Zeit ganz Mitteleuropa so zerstört wurde, dass am Ende, am Westfälischen Frieden, die Parteien aus lauter Erschöpfung im Grunde nicht mehr kämpfen konnten. Aber Archäologie ist immer dazu geeignet, uns mit Funden wie diesen und Funden, die auch die Gewalt zeigen, die nicht immer Massengräber sein müssen, die auch nur von blinder Zerstörung zeugen, mit solchen Funden uns daran zu erinnern, dass niemand bei solchen Kriegen gewinnt, die uns daran erinnern, dass aber auch die erbittertsten Auseinandersetzungen nach Tausenden und Zehntausenden von Toten immer wieder in eins münden, glücklicherweise in eins münden, in Frieden, und sei es, dass der Frieden nur aus reiner Erschöpfung entsteht.